Willkommen bei Dynamo Calisthenics. Mein Name ist Achim und in diesem Video möchte ich mit euch über die Vorteile von Calisthenics und Körpergewichtstraining reden und euch ein paar Gründe dafür geben, damit anzufangen, falls ihr das noch nicht habt. Für alle, die meinen, dass das hier keine neutrale Meinung ist, weil ich den Sport ja selbst betreibe, wird es auch ein Video über die Nachteile geben, die man haben könnte, wenn man darauf beharrt, einzig und alleine mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Den Link dazu werdet ihr dann hier in der Videobeschreibung finden, sobald das Video online ist. Außerdem ist es ja nicht so, dass man nicht auch eine Kombination aus verschiedenen Trainingsmethoden oder Sportarten machen könnte. Ich glaube, dass sich das sogar in sehr vielen Fällen ideal ergänzen könnte, je nachdem, welche Ziele man halt hat. Ich will jetzt hier aber nicht lange herumreden, sondern direkt mit den Vorteilen beginnen, die man hat, wenn man Calisthenics betreibt. Der erste Vorteil, den Calisthenics mit sich bringt, ist, dass man natürlich unabhängig von der Zeit und großteils auch unabhängig vom Ort trainieren kann. Den eigenen Körper hat man immer dabei und auch eine Gelegenheit, um zum Beispiel Klimmzüge zu machen oder sich sonst wo hochzuziehen, ist meistens sehr schnell gefunden. Für viele andere Übungen braucht man aber noch nicht einmal das und oft wird zum Beispiel auch nur der Boden benötigt. Ansonsten kann man sich auch sehr günstig und einfach Equipment besorgen, mit dem man trotzdem sehr viel anstellen kann. Gerade sehr viel beschäftigte Leute können mit dem eigenen Körpergewicht zum Beispiel auch zu Hause trainieren, ohne dabei sehr viel Zeit zu verlieren, weil man irgendwo hinfahren muss oder sich an irgendwelche Öffnungszeiten halten muss. So kann man mit relativ wenig Zeitaufwand und Komplikationen sehr viel für seine Gesundheit, für seine Kraft, Ausdauer und auch für seine Koordination tun. Auch wenn man zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, kann man theoretisch trotzdem noch ein Workout einlegen. Ich habe übrigens auch schon ein Video herausgebracht, in dem ihr erfahrt, wie ihr zu Hause effizient euren ganzen Körper trainieren könnt, ganz egal auf welchem Level ihr seid. Falls ihr daran interessiert seid, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Jeder, der es will, kann sofort mit Calisthenics beginnen. Egal wie jung oder alt, wie schwer oder leicht oder wie stark oder schwach eine Person ist. Es wird immer eine Möglichkeit geben, anzufangen und etwas zu tun. Die Übungen können bis zu einem extremen Grad erleichtert werden. So, dass wirklich jeder etwas machen kann, das ihm auch etwas bringt und ihn verbessern wird. Wichtig ist es immer nur, so viel zu geben, wie man kann, um besser zu werden und sich persönlich zu steigern. Auf welchem Level das stattfindet, ändert nichts an diesem Mechanismus. Auch ich selbst habe, wie ich angefangen habe zu trainieren, nicht einen einzigen sauberen Klimmzug hinbekommen und habe mich langsam hochgearbeitet. Natürlich ist das Gleiche auch in umgekehrte Richtung möglich. Es wird immer Übungen geben, die sogar die Besten der Welt an ein Limit bringen. Der nächste Vorteil ist es, dass nahezu unendlich viele Variationsmöglichkeiten und Steigerungsformen möglich sind und dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Man kann nahezu immer irgendeinen Parameter, wie zum Beispiel den Hebel oder die Ausführung verändern, um eine Übung schwerer, leichter oder auch einfach nur anders zu machen. So kann man dem Körper erstens immer wieder neue Reize bieten, um sich zu steigern, und außerdem wird es so nur sehr schwer langweilig oder eintönig. Gesundheitlich gesehen ist es natürlich auch sehr von Vorteil, wenn man viel Abwechslung in sein Training bringen kann, weil man so weniger wahrscheinlich einen unausgeglichenen Körper bekommen wird. Es ist ein großer Vorteil, dass Übungen mit dem eigenen Körpergewicht oft sehr natürlich sind und somit auch unwahrscheinlicher zu Disbalancen oder Wehwehchen führen können. Wenn dein Körper nämlich dafür verwendet wird, wofür er gemacht wurde, dann funktioniert gesundheitlich gesehen oft auch alles viel besser und es gibt unwahrscheinlicher Degenerationserscheinungen. Der Mensch ist eindeutig nicht dazu gebaut, ausschließlich Isolationsübungen oder ähnliches zu machen, sondern ein Großteil der Bewegungen, die auch schon unsere Vorfahren im Alltag gemacht haben, fanden mit dem eigenen Körpergewicht statt. Deshalb ist es auch sinnvoll, solche Übungen in sein Training einzubauen, wenn man effektiv und funktionell trainieren will oder wenn man seine Gesundheit verbessern will. Das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt. Wenn man mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, dann werden bei den meisten Übungen sehr viele Muskeln auf einmal beansprucht. Weil dadurch mehr Arbeit geleistet werden muss, werden somit auch mehr Kalorien in derselben Zeit verbrannt. Außerdem wird so auch zusätzlich die Koordination verbessert und man kann mit dem gleichen Zeitaufwand mehr Muskelgruppen treffen, als wenn man nur Isolationsübungen macht. Die Bewegungen sind durch das Ganze zwar teilweise auch ein wenig komplexer und erfordern dadurch mehr Koordination oder Konzentration, aber durch einen höheren Anspruch können so auch bessere Ergebnisse zustande kommen. Von nichts kommt schließlich auch nichts und von mehr kommt meistens mehr. Zumindest wenn man mit Köpfchen trainiert. Selbst wenn es einem nur um den Muskelaufbau geht und man Funktionalität und Gesundheit außen vor lässt, macht es immer noch Sinn, Körpergewichtsübungen in sein Training einzubauen. Durch sie ist es nämlich oft genauso möglich, den Körper und die Muskeln ans Limit zu bringen oder einen Muskel in seinem vollen Bewegungsumfang zu trainieren und somit auch für einen effizienten Wachstumsreiz zu sorgen. Wenn es um Kraft- oder Muskelzuwachs geht, ist es hauptsächlich wichtig, einen gewissen Gewichtswiderstand zu überwinden. Dem Körper und den Muskeln ist es sozusagen egal, ob dieser Widerstand
durch das eigene Körpergewicht oder durch externes Gewicht zustande kommt. Solange man es schafft, eine möglichst hohe Last aufzubringen, kann man also auch mit Calisthenics gut Muskeln aufbauen. Man muss allerdings zugeben, dass es anscheinend ein Limit gibt, wenn es in Richtung Bodybuilding geht. Das liegt zwar höher, als die meisten denken, aber ich persönlich habe zum Beispiel trotzdem noch nie einen Calisthenics-Athleten gesehen, der aussieht wie ein Profi-Bodybuilder. Die meisten würden das vermutlich auch gar nicht wollen. Natürlich muss man auch die Ernährung und den generellen Trainingsstil an dieses Ziel anpassen, wenn es einem darum geht, Muskeln aufzubauen. Das muss man beim Training mit Gewichten allerdings genauso. Mein persönliches Ziel und das Ziel von vielen anderen Calisthenics-Athleten ist es zum Beispiel nicht, möglichst viele Muskeln aufzubauen, sondern möglichst stark im Verhältnis zum eigenen Körpergewicht zu werden. Aus diesem Grund haben wir oft zwar schon eine gewisse Grundmasse an Muskeln, aber auch nicht so viel. Das Ganze variiert natürlich von Athlet zu Athlet. Um zum Ende zu kommen, würde ich sagen, dass es eindeutig ist, dass Calisthenics und Körpergewichtstraining einige Vorteile mit sich bringt, von denen jeder profitieren kann. Trotz allem kommt es nicht immer nur auf die Effizienz und auf die Sinnhaftigkeit eines gewissen Trainingsstils an. Wenn man effizient, funktionell und gesund trainieren möchte, kann man zwar auf keinen Fall darum herum, auch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht zu machen, aber es gibt natürlich trotzdem auch Übungen mit Zusatzgewicht oder Equipment, die ebenfalls Sinn machen können. Außerdem spielt es, denke ich, auch eine Rolle, ob man überhaupt Spaß an dem, was man tut, hat. Das heißt jetzt nicht, dass man immer mit Euphorie an eine Übung herangehen muss, und ich bin auch überzeugt davon, dass auch etwas Unangenehmes Spaß machen kann, wenn man weiß, dass es einem etwas bringt. Aber wenn es zum Beispiel dein Ziel ist, schwere Gewichte bewegen zu können, oder wenn du etwas anderes erreichen möchtest, das nicht unbedingt mit Calisthenics zu tun hat, dann ist ja auch nichts Schlimmes daran. Solange man auf ein angemessenes Pensum kommt und man seinem eigenen Körper mit dem, was man tut, nicht schadet, ist ja alles in Ordnung. Spaß und Freude an der Bewegung können eine gute Motivationsquelle sein, wenn es darum geht, dran zu bleiben und somit letztendlich auch gesünder und stärker zu werden. Dies sollte man nicht dadurch ersticken, dass man einem anderen vorschreibt, was man jetzt genau machen darf und was nicht. Natürlich ist es sehr wichtig, etwas zu machen, das einem nicht schadet und dass es nicht komplett ineffizient ist, aber ich halte trotzdem nicht viel davon zu sagen, dass man ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht trainieren darf. Ich persönlich finde zum Beispiel auch Freude daran, sinnvolle Übungen mit der Langhantel und mit Zusatzgewicht zu machen und baue sie deshalb ebenfalls in mein Training ein. Wenn man von etwas anderem profitieren kann, dann sollte man das auch nutzen. Denkt also nicht immer nur in Schwarz und Weiß, sondern seid auch offen für Neues. Egal, ob ihr jetzt ein Freund von Calisthenics seid oder nicht. Wie ihr gerade gesehen habt, muss man zugeben, dass das Training mit dem eigenen Körpergewicht einige Vorteile mit sich bringt. Das muss nicht heißen, dass jeder ausschließlich so trainieren muss, aber wenn ihr daran interessiert seid, gesünder oder stärker zu werden, dann würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen, einige Übungen davon in euer Training einzubauen oder damit zu starten, falls ihr noch gar keinen Sport macht. Dabei könnten für euch auch die anderen Videos, die ihr auf diesem Kanal findet, sehr hilfreich sein. Schaut euch also mal um, falls ihr daran interessiert seid. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit dem Video einige hilfreiche Infos vermitteln konnte und ich wünsche euch viel Erfolg beim Trainieren oder beim Loslegen. Bis zum nächsten Mal.